Das ist die Ausbeute, die Fernsehkoch Mirko Reh sozusagen containert hat. All das wäre im Müll gelandet, mit etwas Glück und Kooperationsbereitschaft bei einer der Tafeln. Da Containern ja immer noch verboten ist, haben wir uns die Lebensmittel auf legalem Weg besorgt und bei Supermärkten und auf dem Wochenmarkt nach Abfallware gefragt. Dass noch Genießbares weggeworfen wird, ist leider keine Seltenheit. Viele Sachen macht keinen Sinn, weil bei den Nudeln zum Beispiel, wenn die trocken gelagert sind, das ist hier auch Vakuum verpackt, da kann eigentlich nichts passieren, weil es trocken ist. Beim Käse, das kann natürlich sein, aber gucken wir mal rein, riechen wir mal. Ja, also der sieht noch verdammt gut aus. Riecht auch noch gut, also das würde ich bedenkenlos essen, also da hätte ich überhaupt kein Problem mit. So, hier die Vanillesoße, das ist natürlich auch zu, ja, also die ist schon über ein Jahr abgelaufen, schmeckt immer noch. Also da ist kein Qualitätsverlust, nur weil draufsteht, dass es abgelaufen ist. Also das ist völliger Blödsinn. 12 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jährlich im Müll. Das sind 75 Kilo pro Person. 2 vollgepackte Einkaufswagen. Warenwert rund 235 €. Und das meiste davon landet zu Unrecht in der Tonne. Denn das Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet nicht, dass Lebensmittel nach diesem Datum verdorben oder ungenießbar sind. Sinnvoll ist, wie Mirko Reh die Lebensmittel anzuschauen und zu probieren. Doch was ließe sich aus diesen Zutaten jetzt zubereiten? Ich werde jetzt einen Burger machen mit einem mediterranen Gemüse, ein bisschen Rucola. Wir nehmen dafür hier diese Basilikumsoße als Soße, machen diese kleinen Gemüsepflanzerl drauf und obenauf machen wir dann noch Käse. Und vorher müssen wir erstmal diese Burgerbrötchen ein bisschen auffrischen. Wenn Brötchen ein bisschen schwabbelig sind oder zu hart sind, einfach ganz kurz in Wasser tauchen. Die kommen jetzt in den Ofen, 180 Grad, 5 bis 7 Minuten. So, jetzt schneide ich mir ein bisschen Gemüse zurecht. Übrigens, was mir noch einfällt, Salz ist ja auch so ein Thema, wo ganz irrsinnig ist, was das Ablaufdatum angeht. 500.000 Jahre in der Erde, aber Dienstag nächste Woche läuft's ab, steht auf der Packung. Vollkommen irrsinnig. Das Menschencontainern kann ich verstehen. Zum einen ist es natürlich sinnfrei, dass man Lebensmittel überhaupt wegschmeißt. Zum anderen haben viele Leute auch nicht mehr das Geld, um sich manche Sachen leisten zu können. Auch diese Paprika wäre im Abfall gelandet. Keine Spur von Fäulnis oder Schimmel. Verzehr unbedenklich. Ja, also die Paprika ist schon ziemlich wabbelig. Aber die ist noch in Ordnung. Ja, ist noch in Ordnung. Da muss man nichts wegschmeißen. Also hör mal, das wird ein Festmahl. Bei frischem Obst und Gemüse vom Markt gibt es kein festgelegtes Haltbarkeitsdatum. Da entscheidet der Händler nach der Optik. Ja, die riechen auch gut. Sonnenblumen aus Sonnenblumenkernen. Spannend. Hätte ich jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt mit Sonnenblumenkernen. Es riecht jetzt schon lecker, obwohl noch nicht viel gemacht ist. So, jetzt machen wir das Söschen. Oh, das ist gar nicht abgelaufen. Ah, ich weiß warum. Das ist ein Luftzieher. Weil normalerweise würde, wenn man ein Glas aufmacht, würde es ploppen. Probieren wir mal. Ist auch in Ordnung, kann man auch verwenden. Da muss man dann schon vorsichtig sein bei Luftziehern. Man muss einfach probieren. Supermärkte müssen solche Waren aussortieren. Im privaten Haushalt sollte man einfach schauen, ob der Inhalt noch gut ist. Bei Mirko Reh wird jetzt nur noch abgeschmeckt. Okay, fertig. Wir können den Burger zusammenbauen. Ich hole mal ein Tellerchen.
Gemüsefrikadellen, gut durchgebraten, sind unproblematisch. Nicht mehr verwenden sollte man dagegen Fisch, Meeresfrüchte, Fleisch und Lebensmittel, die mit Salmonellen belastet sein könnten. Da ist Vorsicht immer besser. So, ich probiere das jetzt auch. Sehr lecker. Gerade mit der Basilikumsoße und Tomate bekommt der Burger einen ganz anderen Geschmack. Und auch mit dem Käse, mit dem Camembert, ist es echt lecker. Also was Tolles, gezaubert aus Lebensmitteln, die entweder zur Tafel gegangen wären oder weggeschmissen worden wären. Ich würde es immer erstmal probieren und wäre mir auch nicht zu fein oder zu schade, dann reduzierte Sachen zu kaufen, die kurz vorm Ablaufdatum sind oder die schon drüber sind. Von daher einfach probieren. Genau, denn es wäre echte Verschwendung gewesen, wenn all das im Müll gelandet wäre.